Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Vor langer Zeit gab es einen König, der für seine Weisheit im ganzen Land bekannt war. Nichts blieb ihm verborgen, und es schien, als könnte er selbst die geheimsten Dinge hören. Doch er hatte eine seltsame Angewohnheit. Jeden Abend nach dem Abendessen, wenn der Tisch abgeräumt war und niemand sonst in der Nähe war, brachte ihm ein vertrauter Diener ein weiteres Gericht. Dieses Gericht war abgedeckt, und selbst der Diener wusste nicht, was sich darin befand. Der König hob den Deckel nie ab, um davon zu essen, bis er ganz allein war. Das ging lange so, bis eines Tages der Diener, der das Gericht abholte, so neugierig wurde, dass er es nicht lassen konnte, das Gericht in sein Zimmer zu bringen. Nachdem er die Tür sorgfältig abgeschlossen hatte, hob er den Deckel und sah eine weiße Schlange auf dem Gericht liegen. Der Versuchung nicht widerstehen können, schnitt er ein kleines Stück von der Schlange ab und steckte es sich in den Mund. Kaum berührte er seine Zunge, hörte er ein seltsames Flüstern von kleinen Stimmen außerhalb seines Fensters. Er ging hin, um zuzuhören, und stellte fest, dass es die Spatzen waren, die plauderten und Geschichten über all die Dinge teilten, die sie in den Feldern und Wäldern gesehen hatten. Das Essen der Schlange hatte ihm die Fähigkeit gegeben, die Sprache der Tiere zu verstehen. Am selben Tag verlor die Königin ihren schönsten Ring, und der Verdacht fiel auf den vertrauten Diener, der überall hingehen konnte. Der König ließ den Diener vor sich bringen und warnte ihn wütend, dass er, falls er den Dieb bis zum nächsten Tag nicht finden könne, als schuldig angesehen und hingerichtet würde. Obwohl er beteuerte, unschuldig zu sein, wurde er ohne Hilfe weggeschickt. In seiner Sorge und Angst ging er in den Hof und dachte darüber nach, wie er sich retten könnte. In der Nähe ruhten einige Enten an einem Bach, und während sie ihre Federn mit ihren Schnäbeln glätteten, führten sie ein vertrauliches Gespräch. Der Diener lauschte aufmerksam. Sie sprachen über all die Orte, die sie an diesem Morgen gewatschelt hatten, und das gute Futter, das sie gefunden hatten. Eine Ente sagte traurig: „Etwas fühlt sich schwer in meinem Magen an. Ich habe versehentlich einen Ring geschluckt, der unter dem Fenster der Königin lag." Der Diener packte sie schnell am Hals, brachte sie in die Küche und sagte zum Koch: „Hier ist eine schöne Ente, bitte töte sie." Der Koch stimmte zu und sagte: „Sie hat hart gearbeitet, um sich zu fetten, und hat lange genug gewartet, um geröstet zu werden." So schlug er ihr den Kopf ab, und als sie vorbereitet wurde, fand man den Ring der Königin in ihr. Nun konnte der Diener leicht beweisen, dass er unschuldig war. Der König, der den Fehler wieder gut machen wollte, erlaubte ihm, um einen Gefallen zu bitten, und versprach ihm eine hohe Stellung am Hof. Der Diener lehnte alles ab und bat nur um ein Pferd und etwas Geld für die Reise, da er die Welt sehen wollte. Nachdem sein Wunsch erfüllt war, machte er sich auf den Weg, und eines Tages kam er an einen Teich, wo er 3 Fische sah, die im Schilf gefangen waren und nach Luft schnappeten. Obwohl die Leute sagen, Fische könnten nicht sprechen, hörte er sie weinen, dass sie dort sterben würden. Da er ein gutherziger Mensch war, stieg er von seinem Pferd und setzte die 3 Fische zurück ins Wasser. Sie sprangen vor Freude auf, steckten ihre Köpfe heraus und riefen: „Wir werden dich nicht vergessen und dir für deine Rettung danken." Er setzte seinen Weg fort, und bald meinte er, Stimmen im Sand unter seinen Füßen zu hören. Er lauschte und hörte einen Ameisenkönig klagen: „Warum können die Menschen mit ihren schweren Tieren nicht von uns fernbleiben? Dieses dumme Pferd mit seinen großen Hufen tritt mein Volk gnadenlos nieder." So nahm er einen Umweg, und der Ameisenkönig rief: „Wir werden dich nicht vergessen. Eine gute Tat verdient eine andere." Der Weg führte ihn in einen Wald, wo er 2 alte Raben sah, die ihre Jungen aus dem Nest warfen. „Haut ab,
ihr faulen Kreaturen. Wir können kein Futter mehr für euch finden. Ihr seid groß genug, um für euch selbst zu sorgen. Doch die armen jungen Raben lagen am Boden, flatterten mit ihren Flügeln und riefen: »Oh, wir sind hilflos. Wir müssen für uns selbst sorgen, aber wir können nicht fliegen. Was können wir tun, außer hier zu liegen und zu verhungern?« Der gutherzige junge Mann stieg ab und tötete sein Pferd mit seinem Schwert, um es den Raben als Futter zu geben. Sie hüpften herüber, stillten ihren Hunger und sagten: »Wir werden dich nicht vergessen. Eine gute Tat verdient eine andere.« Jetzt musste er auf eigenen Beinen weitergehen, und nach langer Zeit erreichte er eine große Stadt. Es gab viel Lärm und viele Menschen auf den Straßen, und ein Mann ritt auf einem Pferd herbei und rief: »Die Tochter des Königs sucht einen Ehemann. Wer sie heiraten will, muss eine schwere Aufgabe erfüllen, sonst verliert er sein Leben.« Viele hatten es versucht und waren gescheitert, aber als der junge Mann die Tochter des Königs sah, war er so von ihrer Schönheit eingenommen, dass er alle Gefahren vergaß, vor den König trat und seinen Wunsch äußerte, sie zu heiraten. Er wurde zum Meer gebracht, wo ein goldener Ring vor ihm ins Wasser geworfen wurde. Der König befahl ihm, den Ring vom Grund des Meeres zu holen, und fügte hinzu: »Wenn du ohne ihn auftauchst, wirst du immer wieder hineingeworfen, bis du ertrinkst.« Alle hatten Mitleid mit dem gut aussehenden jungen Mann und ließen ihn allein am Ufer stehen. Er stand dort und dachte darüber nach, was er tun sollte, als er plötzlich 3 Fische auf ihn zuschwimmen sah. Es waren die gleichen Fische, deren Leben er gerettet hatte. Der mittlere Fisch hielt eine Muschel in seinem Mund, die er zu seinen Füßen legte. Als er sie öffnete, fand er den goldenen Ring darin. Voller Freude brachte er ihn zum König und erwartete die versprochene Belohnung. Doch als die stolze Prinzessin sah, dass er nicht von edler Herkunft war, sah sie auf ihn herab und bestand darauf, dass er zuerst eine weitere Aufgabe erfüllte. Sie ging in den Garten und streute mit eigenen Händen 10 Säcke Hirse auf das Gras und sagte: »Morgens vor Sonnenaufgang musst du sie alle auflesen, und kein einziges Korn darf fehlen.« Der junge Mann setzte sich in den Garten und versuchte, sich einen Plan für die Aufgabe auszudenken, aber ihm fiel nichts ein. Er saß traurig da und wartete auf die Dämmerung, wenn man ihn zu seinem Tod führen würde. Doch als die Sonne aufging, sah er, dass alle 10 Säcke nebeneinander standen, vollständig gefüllt, ohne dass ein einziges Korn fehlte. Der Ameisenkönig war in der Nacht gekommen mit Tausenden von Ameisen, und sie hatten hart gearbeitet, um alle Hirsesamen in die Säcke zu sammeln. Bald kam die Tochter des Königs in den Garten und war überrascht zu sehen, dass der junge Mann die Aufgabe erfüllt hatte. Doch ihr stolzes Herz ließ es immer noch nicht zu, ihn zu akzeptieren, und sie sagte: »Obwohl er beide Aufgaben erfüllt hat, wird er nicht mein Ehemann sein, bis er mir einen Apfel vom Lebensbaum bringt.« Der junge Mann wusste nicht, wo der Lebensbaum war, aber er machte sich auf den Weg, entschlossen, ihn zu finden, obwohl er wenig Hoffnung hatte. Nachdem er durch 3 Königreiche gewandert war, kam er eines Abends in einen Wald und legte sich unter einen Baum, um zu schlafen. Plötzlich hörte er ein Rascheln in den Ästen, und ein goldenes Apfel fiel in seine Hand. Gleichzeitig flogen 3 Raben zu ihm herab, landeten auf seinem Knie und sagten: »Wir sind die 3 jungen Raben, die du vor dem Verhungern gerettet hast. Jetzt, da wir erwachsen sind, flogen wir bis ans Ende der Welt, wo der Lebensbaum steht, und haben dir diesen Apfel gebracht.« Überglücklich machte sich der junge Mann auf den Heimweg und brachte den goldenen Apfel der schönen Tochter des Königs, die keine Ausreden mehr hatte. Sie schnitt den goldenen Apfel in 2 Hälften und aß ihn mit ihm zusammen, und dann erfüllte ihr Herz sich mit Liebe zu ihm. Sie lebten viele Jahre glücklich zusammen. Tolle Arbeit!
Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.